Ja, und somit herzlich willkommen zurück im Spiel. Ja, wie gerade schon im Prolog oder Vorspann angekündigt, befassen wir uns jetzt mit dem Theme Mixer 2.0. Sofern ihr denn diesen abonniert, runtergeladen und aktiviert habt, findet ihr irgendwo auf eurem Bildschirm dieses runde Icon, bei mir hier unten links zu sehen. Ein Rechtsklick gedrückt halten auf dieses lässt euch dieses dann auf dem Display verschieben, wo ihr es denn gerne haben wollen würdet. Mit dem Linksklick öffnet ihr sie dann. Und das ist ja das, was wir jetzt dann letzten Endes machen wollen. Wir wollen uns hier ein relativ schickes Gesamtthema zusammenstellen. Ja, und würde ich sagen, fangen wir von oben nach unten mal an. Der erste Reiter ist dann das Thema im Allgemeinen, welches ihr in den Workshops abonnieren könnt. Einfach ein Thema eurer Wahl suchen. Schlagwörter sind dann immer Realistic Themes zum Beispiel. Oft auch wenn ihr Karten im Workshop abonniert, müsst ihr da ein dazugehöriges Theme mit runterladen und diese werden euch hier dann alle quasi aufgelistet. Das heißt, ihr habt dann die Qual der Wahl. Wir fangen jetzt hier einfach mal ganz wild an. Ich aktiviere jetzt einfach mal ein Thema. Einfach mal, um zu sehen, was passiert. Ihr seht, ich habe jetzt hier dieses Pflaster Roads Thema aktiviert und letzten Endes wird jetzt alles an Texturen diesem angepasst, so wie es programmiert ist letzten Endes. So, das gefällt uns so jetzt natürlich aber nicht, weil das einfach nicht zum Stadtbild oder zur Thematik dieses Szenarios passt. Ja, Pflasterstraßen, das wäre dann vielleicht 18. Jahrhundert, 19. frühes 19. Jahrhundert eventuell noch. Na klar gibt es das heute auch noch, ist natürlich schick in Altstadt- oder historischen Altstadtbereichen, aber für das große ganze Konzept dann in meinem Fall so nicht zu gebrauchen. Gut, dann würde ich sagen, jetzt wollen wir ja ein bisschen basteln, weil, wie schon erwähnt, sind wir damit ja so jetzt nicht ganz zufrieden. Jetzt habe ich die Möglichkeit im nächsten Reiter das Terrain im Allgemeinen zu verändern. Dazu gehe ich hier mal so ein bisschen weiter in den Süden. So, hier habe ich unter anderem die Möglichkeit, die Grastextur zum Beispiel zu verändern. Auch dazu wieder einen Linksklick auf den Icon und hier kann ich dann, ihr seht es, eine Textur oder ein Thema meiner Wahl auswählen und aktivieren. Wir nehmen jetzt einfach mal dieses hier, das ist ja nur zur Veranschauung. Des Weiteren habe ich die Möglichkeit jetzt, wenn ich mir eine Textur oder ein Thema ausgesucht habe, die Textur im Allgemeinen noch etwas zu verändern. Ihr seht es jetzt vielleicht bei dem Grastexturen etwas flackern, ich zeige euch das gleich nochmal beim Gravel, da sieht man das dann deutlich besser. Ja, da hüpfen wir jetzt auch mal direkt rein, ich fahre hier mal vorwärts. So, nur erstmal verändern wir dann auch diese Textur. Und wie ihr seht, haben wir jetzt hier kleine Kiesel liegen. Wenn ich dann diesen Regler verschiebe, kann ich diese noch kleiner werden lassen. Oder in die andere Richtung logischerweise größer, bis es dann schon Findlinge sind und keine Kieselsteine mehr. Ne, da muss dann jeder selber gucken, wie ihm das dann am ehesten zusagt. Das sind einige der Optionen, die ich halt unter diesem Reiter Terrain wiederfinde. Das gleiche habe ich dann hier noch für Küsten, für Klippentexturen, den Sand und so weiter und so fort. Die gehen wir jetzt natürlich nicht alle einmal durch. Ich will euch das einmal nur mal kurz gezeigt haben, welche Möglichkeiten es gibt und da muss dann jeder selber sehen. Was vielleicht auch noch interessant ist, ihr seht, das normale Vanillagras, nenne ich es jetzt mal, oder Themengras, hat bei mir hier auch schon so 3D-Texturen. Da habe ich die Möglichkeit hier über dieses Feld diese an- und abzuwählen. Das gleiche noch hier so für Steinsplitterchen. Hier an dem Felsen seht ihr sie aufploppen. Die habe ich persönlich ausgemacht, weil die gerade auf kiesigen Untergründen doch irgendwie das Gesamtbild für mich persönlich so ein bisschen verunstalten. Da muss aber auch dann wieder jeder selber wissen, was er denn mag oder halt auch nicht. So, ja, dann beschäftigen wir uns mit dem nächsten Reiter. Das wäre dieser für das Wasser.
Ich habe hier auch wieder die Möglichkeit, das Wasser im Allgemeinen erstmal zu verändern. Das verändert wirklich dann die Farbgebung, die Oberflächentextur quasi, also die Form des Wassers nenne ich es jetzt mal. Ja, wir wählen jetzt hier einfach mal eine aus. Hier kann ich dann noch separat die Form verändern, wie ich das dann gerne hätte. Wie ihr seht, nehmen wir jetzt einfach mal das. Das ist hier schon so ein bisschen stürmischer Flusslauf, würde ich bald sagen. Dann kann ich hier noch die einzelnen Wasserstufen quasi farblich verändern. Einmal das Oberflächenwasser, quasi die Untergrundtexturen oder Untergrundthema des Wassers. Wie ihr seht, es wird dunkler und natürlich unten. Ich sage mal den Flussgrund sozusagen. Und ihr seht schon, das Wasser hat sich jetzt vom eben noch türkisen doch schon ins relativ, es ist schon fast dunkles Ozeanwasser gewandelt. Ja, diese Möglichkeiten hat man hier natürlich dann letzten Endes, sich das alles so ein bisschen zurecht zu basteln. Das nächste Feld wären dann die Strukturen für die Straßen. Dazu flitzen wir mal wieder auf eine Straßenkreuzung, um das auch einfach mal zu sehen. Auch hier wieder der Linksklick öffnet mir dieses Feld mit den ganzen Themen, die ich habe, und so kann ich dann für mich selber entscheiden, welches passt denn am besten zu meiner Situation, meinem Szenario, was ich hier quasi erschaffen möchte. Gut, des Weiteren haben wir noch die Möglichkeit, die Atmosphäre sowie das Wetter zu verändern. Da habe ich jetzt persönlich nichts dran gemacht. Hat im Endeffekt hier habe ich die Möglichkeit, quasi den Sonnenstand sozusagen zu verändern. Die Schatten, auch die Größe der Sonne kann ich verändern. Ich kann hier letzten Endes auch einstellen, wie sternverhangen denn der Nachthimmel sein soll, die Mondgröße, die Textur des Mondes, also auch die Nacht- oder Hintergrundfarben des Horizonts oder des Himmels im Allgemeinen. Auch das sind hier letzten Endes Möglichkeiten, die ich habe. Unter dem Reiter Wetter kann ich letzten Endes einstellen, wie hoch die Niederschlagsraten sein sollen, Nebel etc. pp. Das sind hier letzten Endes Temperaturen, sind hier alles halt auch noch Möglichkeiten, die ich habe. Ja, hier habe ich dann noch die finale Option, sage ich jetzt mal, eine sogenannte Color-Korrektion einzufügen. Das ist nichts anderes als ein LUT. Die habe ich natürlich, zeige ich gleich nochmal, auch die Möglichkeit im Hauptmenü einzustellen oder im Spielmenü hier vielmehr. Einfach mal um den Unterschied deutlich zu machen. Ich denke, ist aufgefallen. Und man kann dann auch mit diesen LUTs quasi auch noch so das Gesamtbild nochmal zum kleinen Finish geben. So, habe ich dann am Ende aller Tage alles so weit eingestellt, wie ich das gerne haben möchte, kann ich hier unter dem letzten Reiter, dem Zahnrad, meine Kreation quasi speichern. Einfach den Save-Button. Und natürlich auch für andere Projekte oder dann, wenn ich mal aus Versehen was verstelle, weil ich gerade Lust zu hatte für spezielle Fotos, Aufnahmen, um einfach so ein bisschen die Atmosphäre zu verändern, kann ich dann auch hier die gespeicherte Textur etc. wieder abrufen. Puff, wir sehen, und somit ist das quasi alles wieder auf meine Werkseinstellung, nenne ich es mal. Gut, ja, achso, ich wollte noch ganz kurz zeigen, ihr könnt natürlich auch einfach unter euren Optionen hier unter Präferenzen die Farbkorrekturaufhebung könnt ihr natürlich auch hier separat euren LUT ändern. Kann man machen, muss man nicht, weil letzten Endes verändert ihr es ja sowieso über den Theme Mixer, aber für denjenigen, dem ist das vielleicht mal irgendwie, der das noch nicht wahrgenommen hat in seinem Menü, einfach mal hier der Hinweis. Gut, ja, ich denke, ich habe soweit alles erwähnt. Ich werde natürlich alle von mir abonnierten Themes und LUTs einmal in der Videobeschreibung verlinken. Auch nochmal wichtig der Hinweis, das hat jetzt hier insofern nichts mit zusätzlichen Grafikmodifikationen zu tun. Die sind bei mir natürlich auch aktiv,
Wenn da Interesse besteht, bitte einfach in den Kommentaren irgendwie mal vermerken, dass ich Bescheid weiß, weil ich die jetzt natürlich wieder erörtert, erwähnt habe oder halt noch irgendwie verlinken werde. Ja, nichtsdestotrotz hoffe ich, das kurze Video hat euch gefallen, hat euch ein paar Infos und ein bisschen Inspiration gegeben, sage ich mal, in Form, was denn mit dieser Modifikation, dem Theme Mixer, denn möglich ist. Auch den findet ihr natürlich verlinkt in der Videobeschreibung. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns, hören uns auf jeden Fall das nächste Mal, wenn wir dann mit unserer kleinen Ortschaft Pernik weitermachen. Im vorigen Teil haben wir uns ja quasi da schon mit der Bahnstation und dem kleinen Industriekomplex befasst und da geht es natürlich dann munter weiter. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, passt auf euch auf und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen da lassen würdet. Für die ganz Neuen unter euch natürlich ein Abonnement, würde ich mich auch sehr drüber freuen. Jetzt würde ich sagen, genug gequasselt und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.